Alrighty sein und damit herzlich willkommen zu einem Shakes and Fidget Video beziehungsweise einem Shakes and Fidget Reaction Video mit mir. Ja, und reacten möchte ich auf dieses Video hier mit dem Tuny. Shakes and Fidget erlebt eine bessere SF-Erfahrung mit unserem neuen Update. Also Tuny erklärt auf Deutsch das neueste Update. Hat auch schon über 100.000 Aufrufe, mega heftig. Ich schaue mal rein, was alles besprochen wird und werde vielleicht zum einen oder anderen Thema auch nochmal was sagen. Ja. Oh, das war eine kurze Werbung. Update 22.7 steht vor der Tür und wie das genau aussieht, was sich ändert, welche Neuerungen es gibt, das machen wir in diesem Video. Und falls ihr da draußen solche News-Formate in Zukunft nicht verpassen wollt, dann drückt doch gerne mal auf den Abo-Button. Wir freuen uns. Rein ins Video. Let's go! Ja, hier möchte ich gleich mal sagen, das ist natürlich perfekt, dass Shakes and Fidget den Kanal auch nutzt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Updates darüber angekündigt werden. Aber früher war es ja oft auf Englisch. Und so ist es natürlich perfekt, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie Tuny, der das Video wahrscheinlich nach seinem Stil erstellt, dann auch genügend Zeit hat, das vorzubereiten. Also das Video kam ja gestern online. Ich glaube, das ist zeitgleich mit der Ingame-News auch so ein bisschen oder allgemein mit den News der Update-Veröffentlichung sozusagen online gegangen. Und somit konnte er das halt sich auch schon entsprechend vorbereiten. Und so hat man die Infos auf dem wichtigsten Stand. Plus zumal Tuny vielleicht ja auch durch seine eigene Spielerfahrung da auch vielleicht das ein oder andere auch mit auf den Weg geht, was jetzt nicht nur von den Changelog herkommt. Schauen wir mal. Intro ist auf jeden Fall natürlich wieder geil. Also wird geil sein, gehe ich davon aus. Man kennt's ja. Die erste Neuerung, über die wir jetzt sprechen, haben sich viele von euch da draußen gewünscht. Und zwar gibt es jetzt eine Sortierfunktion innerhalb eures SF-Accounts. Und wie das funktioniert, klären wir jetzt. Wenn ihr ein wenig mehr Übersicht in eurem Charaktermenü schaffen wollt, dann müsst ihr einfach auf Verwalten klicken, denn dort könnt ihr dann eure Charakter über das Sternsymbol zu euren Favoriten hinzufügen. Und ab jetzt werden auch gelöschte Charakter gesondert angezeigt. Denn wer kennt es nicht, ihr wollt einen Charakter löschen und klickt versehentlich drauf und unterbrecht dann den Löschvorgang. Und das kann jetzt so leicht nicht mehr passieren. Eine weitere Neuerung betrifft die Weihnachtszeit. Und zwar gibt es vom 1. bis zum 24. Dezember einen Adventskalender, wo ihr einfach täglich euch Kleinigkeiten abholen könnt. Und keine Angst, euer Ingame-Kalender wird für die Zeit nicht ersetzt, sondern der Adventskalender ist ein Zusatz. Auch in der internationalen Ehrenhalle hat sich was getan. Und zwar könnt ihr... Oh, okay. Ja, waren ja schon mal zwei geile Sachen. Also das eine ist ja wirklich eins auch, ja, das ist mega wichtig. Wir hatten oft darüber gesprochen, dass es gut wäre, wenn man vielleicht die ausblenden könnte, diese Charaktere, die man nicht mehr nutzt. Favoriten zu erstellen ist im Prinzip genau das Gleiche. Man muss ja nur mal in meinen Ingame-Account schauen. Also bei mir, ne, sieht es ja auch schon so aus. Ja, und das Einzige, was man bisher machen konnte, ist sich das irgendwie so ein bisschen, also von der Reihenfolge her nach oben ziehen. Aber ja, Charaktere zu favoritisieren und wieder zu favoritisieren, ist ja sicherlich ein besseres Ding. Ich hoffe trotzdem, dass mich diese Anzahl an Gesichtern stört mich trotzdem zwar irgendwie. Aber man muss sich das ja auch erstmal anschauen, wie es da ja, gewesen ist. Und der ja, Adventskalender ist natürlich cool. Erstmal vom Design her sah das ja wirklich sehr, sehr cool aus. Ja, hier gehen wir nochmal rein hier. Richtig, richtig schön. Ist ja nicht das erste Mal, dass es das gibt, Adventskalender, aber dass er auch parallel mit dem normalen Daily Login geht. Ich weiß gerade nicht, ob das letztes Jahr sogar schon der Fall gewesen ist. Nagelt mich da bitte nicht fest, aber es ist auf jeden Fall eine super Sache. Kann ja nur Vorteile bringen. Und ja, wie gesagt, also das Design ist echt schick. Bin ich echt mal gespannt, ob das dann so weitergeht. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Lebkuchen jetzt. Auch in der internationalen Ehrenhalle hat sich was getan, und zwar könnt ihr euch jetzt Character Screens anzeigen lassen. Das gilt aber nicht nur für Charakter, sondern auch für Gilden. Ihr könnt jetzt Gildeninformationen sehen, die Mitgliederliste und natürlich auch weiterhin die Kämpfe. Okay, jetzt... Ja, ist für mich nicht ganz so relevant, aber ich weiß, dass das definitiv auch gewünscht war, weil man sonst in der Ehrenhalle halt sich das einfach, konnte man halt überhaupt nicht sehen oder es war nicht aktuell. Und so musste man dann auf den eigentlichen Server gehen, um sich diese Informationen zu holen. Jetzt kann man sie sich auf dem gleichen Server abrufen. Inwiefern das aber halt jetzt für Statistiken
einen Vorteil bringt, weiß ich jetzt nicht, weil letztendlich ja diejenigen, die sowas führen, wahrscheinlich SF-Game-Tools nutzen. Aber trotzdem, rein informativ, um das auch mal bloß vorzuzeigen, in einem Video oder sowas, oder halt für sich selbst, um sich Notizen zu machen, auf jeden Fall ganz gut. Jetzt müssen wir über etwas reden, was gerade für die High-Level-Spieler interessant sein könnte. Und zwar gibt es ein neues Event in Shakes & Fidget namens Reichtumsrauferei. Außerhalb dieses Events könnt ihr ab jetzt kein Gold aus Arena-Kämpfen oder Kämpfen in der Ehrenhalle erwirtschaften. Das heißt, wollt ihr Gold durch Kämpfe farmen, muss dieses Event aktiv sein und eure Gegner müssen sich in einer Range von plus minus 50 Rängen befinden. Dabei ist euer tägliches Goldlimit abhängig von eurer Stufe. Maximal sind 50 Millionen Gold am Tag möglich. Das war's mit den neuen Features. Lasst uns jetzt mal über... Okay. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Dazu gab es ja auch einen eigenen Post. Und hier muss man auf jeden Fall ein paar Sachen erwähnen. Das Ganze rührt daher, dass ja, die etablierten Shakes & Fidget-Spieler einen Exploit gemeldet haben, wo ja, es eben möglich war, immer wieder Gold zu farmen, quasi unendlich Gold zu farmen über die Ehrenhalle. Und das soll halt so nicht sein. Das ist nicht der Plan, das Problem wurde schon oft oder existierte schon lange und jetzt gibt es eben die Lösung mit dieser Reichtumrauferei. Und was auf jeden Fall auch wichtig ist zu erwähnen, das wird also ein Event sein, also das ist jetzt, in welcher Häufigkeit es kommt, wissen wir noch nicht, aber es wird definitiv mit Sicherheit, ja, vielleicht gepaart sein, auch mit dem Gold-Event, könnte ich mir vorstellen, aber halt auch zu Serverstarts dabei sein, weil natürlich das Arena-Gold-Farmen ein explizit, sag ich mal, beim Serverstart ein sehr wichtiger Part ist für Pay-to-Win-Spieler, die in jedem Shakes & Fidget Pay-to-Win-Lehrbuch ja, ausgeschrieben steht, die wichtig ist, um, sag ich mal, gerade in den ersten Stufen bis 50 auch viel Gold zu bekommen, aber auch teilweise darüber hinaus, weil das der einfachste oder günstigste Weg ist, sofern man auch ein bisschen Glück dazu braucht, aber zum Beispiel das Drachenleasing deutlich ineffizienter ist in den kleineren Stufen. Und das wird es also trotzdem geben, weil zum Serverstart wird es höchstwahrscheinlich dieses Event geben. Nur das Einzige, was jetzt noch nicht so richtig klar ist, da ja das maximal zu erwirtschaftende Gold an dem Level angepasst ist, das könnte natürlich jetzt noch zu Problemen führen bei Pay-to-Win-Spielern beim Serverstart, wenn man sich überlegt, mit Level 25 hat man, ja, wenn man viel Glück hatte, an einem Spieler über 1000 Gold farmen können. Ja, und wenn das dann schon das Cap ist, könnte das noch mal ein bisschen Probleme verursachen in der Community, hauptsächlich aber von den Pay-to-Win-Spielern, also Free-to-Play-Spieler wird da wahrscheinlich nicht unter diesem Cap leiden. Aber auch der Free-to-Play-Spieler könnte vielleicht beim Serverstart etwas weniger Arena-Gold bekommen. Es kommt halt auf das Cap drauf an, muss man sehen. Aber wie gesagt, geht es hier eigentlich darum, um diesen Exploit auszuschließen, um da ein bisschen mehr Fairness reinzubringen in das Spiel. Und es ist ein Update, was auf jeden Fall einen positiven Anklang findet. Es ist eine gute Lösung, wie ich finde. Also man hätte das sonst nur irgendwie mathematisch lösen können, das mit dem Event zu verbinden und die Funktionen so zu kappen, finde ich eigentlich sehr gut. Ich hoffe, der Ansatz wird nahtlos funktionieren. Das erste Event wird ja irgendwann, also mit dem Update ja dann spätestens bei einem Serverstart auch oder wie auch immer, wann auch immer das Event kommt, dann wird es praktisch getestet werden können und dann hoffentlich funktioniert es, ja. Über allgemeine Anpassungen reden. Achso, weil ich das sage, ist, wenn Änderungen passieren, die mit Gold oder XP zu tun haben und da passiert ein Fehler, dann führt das meistens zu ganz schlimmen Geschichten, wo dann Rollbacks gefordert werden und sowas und das ist meistens dann nicht umsetzbar. Also ich hoffe einfach bitte, dass es nahtlos funktioniert, ja. Ab jetzt gibt es neue Länderflaggen, die alphabetisch in der Auswahl der Einstellungen hinzugefügt wurden. Und auch beim Dämonenportal hat sich etwas getan, denn ab jetzt ist die Lebensenergie des Monsters in der Dungeon-Karte als Leiste dargestellt. Und auch unsere Begleiter haben ab jetzt individuelle Beschreibungen. Jetzt müssen wir über den Elevator reden, denn ist diese aktiv... Okay, das mit den Begleitern, sehr interessant. Jetzt weiß ich nur nicht, ist das was Festgelegtes oder kann man sich das individuell gestalten? Ich meine, wenn das individuell gestaltbar wäre, dann ist es eine super Sache für die, die es interessiert. Tatsächlich ist halt sowieso das
ja, wenn man so einen Spieler aus der Shakes and Fidget 1-Zeit von 2009 bis 2014 ist, da war die Charakterbeschreibung wirklich ein Thema, ja, das, also nicht nur für Content Creator, sondern auch so war das ein sehr, sehr häufig genutztes Feature und da sind die Leute durch die Ehrenhalle gegangen, haben sich die Beschreibung durchgeguckt und so. Das passiert halt heutzutage kaum noch, zumal man auch extra draufklicken muss, um das zu bekommen. Ja, weil die Description jetzt ja wirklich separat läuft, ist es noch nicht mal an die Info also die Charakterinfo mit der Description, es ist nichts mehr miteinander verbunden. Das heißt, wahrscheinlich klicken die wenigsten Leute auf Description oder Beschreibung. Und das finde ich ein bisschen schade. Und so würde das Ganze natürlich noch mal ein bisschen gepusht werden. Das mit den Länderfahren ist auch okay, kann man nicht meckern. Und das mit der Anzeige dem Mondportal natürlich auch. Können Gilden keine Mitglieder kicken und Mitglieder nicht mehr die Gilde verlassen. Wenn sich jetzt aber Mitglieder während des Hellevators löschen, dann werden sie aus der Gilde entfernt. Und eine weitere Sache zum Hellevator, denn Höllenangriffe kosten ab jetzt nur noch 5 Schlüsselkarten. Vorher waren es 10. Habt ihr keine Schlüsselkarten, dann kostet das Ganze 5 Pilze. Eine weitere Verbesserung betrifft das Sockeln von Gegenständen. Okay, ich will immer jedes Feature ein bisschen einzeln beleuchten. Hellevator ist ein ganz wichtiges Thema, weil es seitdem diese Problematik mit den Helltoken ja existiert, es keine finale Lösung gab. Ja, es wurde ja dann versucht zu sagen, dass die Helltokens dann festfrieren und erst später übertragen werden und nicht mitgenommen werden können teilweise. Da wurde einiges zwischendurch geändert und es gab nie so die richtige Lösung. Jetzt wurde eine Lösung genutzt, die auch schon mal im Raum stand, so, dass man eben diese Funktion gar nicht mehr möglich lässt. Also sprich, man keinen mehr kicken kann und keine Mitglieder einladen kann während eines Hellevators. Man kann eben auch keiner Gilde dann entsprechend beitreten, nehme ich an, also über einen Gildenfinder. Das ist jetzt ein Lösungsansatz, der vielleicht auch nicht ganz perfekt ist, aber die größte Gefahr sind eigentlich dann Drollspieler, muss ich sagen, weil, klar, für die Gilde ist es schlecht. Angenommen, Spieler, während des Hellevators sind inaktiv, ja. Sind also vor allen Dingen ungeplant inaktiv. Dann ist es so, dass die Gilde das nicht mehr ausgleichen kann. Ja, die Gilde muss während des Hellevators auf die Leute vertrauen können, die da sind, ja, unabhängig, wie sie jetzt spielen. Und da habe ich, natürlich wird es Fälle geben, wo es ein bisschen für die eine oder andere Gilde unglücklicher läuft. Aber was halt nicht mehr passieren kann, ist, dass Spieler die Gilde verlassen oder sich zu einer Gilde plötzlich, die vielleicht Rang 4, Rang 5 ist, zusammenfinden, um dort eine andere Platzierung zu kriegen, dass mit den Hell-Tokens einfrieren und das nicht richtig übertragen wird oder dass da Fehler gibt in der Addierung, das auch vom Tracking her die Statistiken ordentlich zu verfolgen, das wird alles besser laufen. Das einzige Problem, was sein kann, gerade bei neueren Servern vielleicht, ist, dass halt Spieler plötzlich sagen, okay, sie löschen sich dann während des Hellevators aus Jux, ja, um die Gilde ein bisschen zu sabotieren. Aber das wird wahrscheinlich bei den wichtigeren Charts oder bei den meisten Spielern, die ihre Charaktere ja schon ordentlich spielen wollen, jetzt nicht so das Problem sein. Aber man muss versuchen, die Spieler jetzt eben während des Hellevators noch mehr zu motivieren, ihre täglichen Aufgaben zu erfüllen, um das bestmögliche Resultat zu erfüllen. Es wird also sicherlich von den Gildenleitern ganz, ganz scharf beobachtet, wer im Hellevator seiner Rolle gerecht wird und wer das nicht wird, weil dann, wenn der Hellevator vorbei ist, dann können natürlich Justierungen vorgenommen werden, dann können vielleicht Spieler gekickt werden, wo man sagt, naja, hier, ihr habt halt die Mindestanforderungen nicht erfüllt oder so. Ich denke, da gibt es dann eine große Dynamik. Und das Thema mit den Schlüsselkarten, dass das etwas günstiger ist oder der Höllenangriff günstiger ist für Schlüsselkarten, ist auf jeden Fall gut. Der Pay-to-Win-Spieler, dem ist es wurscht. Der Free-to-Play-Spieler hat einen Vorteil. Ist okay, macht jetzt nicht den Riesenunterschied, weil, klar, der Höllenangriff kann schon wichtig sein, aber es kommt halt auch drauf an, wie stark da die Gilde insgesamt ist. Und gucken wir mal weiter. Und da gibt es jetzt ein wenig mehr Quality of Life. Wenn ihr einen Edelstein in einen ausgerüsteten Gegenstand ohne Sockel einsetzen wollt, dann könnt ihr nun über ein Pop-up einen Sockel samt Edelstein hinzufügen, ohne erst den Schmied aufsuchen zu müssen. Beim Schmied, aber auch bei der Hexe hat sich noch eine Sache getan. Und zwar werden euch jetzt die Tooltips der Gegenstände, die ihr in einen Slot gezogen habt, angezeigt. Das ist aber nicht die einzige Sache, die sich beim Schmied getan hat. Denn wenn ich einen Gegenstand in den jeweiligen Slot ziehe und dann in den Schmiedetabs hin und her wechsle, bleibt der Gegenstand
Gegenstand in den Slots drinne. Wenn ich jetzt allerdings die Kategorie wechsle, dann fliegt er wieder raus und ich muss ihn neu reinziehen. Wichtig ist hierbei, dass der Gegenstand auch die Bedingungen erfüllen muss. Heißt, wenn ich hier einen Edelsteinsockel hinzufügen will, aber schon ein Edelstein drin ist, dann fliegt der Gegenstand auch wieder raus. Und wenn wir jetzt 2 Runen tauschen wollen, dann können wir das tun. Wenn ich jetzt aber das Aussehen ändern möchte, dann funktioniert das nur von dem Gegenstand, der in dem ersten Slot drin ist. Und zu guter Letzt, Ja, Quality of Life ist immer gut. Der erste Punkt ist mega, mega wichtig. Also, ja, bei jedem Serverstart, vor allen Dingen kriegt man das mit oder beim Epic-Event. Auch vor allen Dingen auf dem Handy mega nervig, wenn man da immer umswitchen muss. Am Rechner ging es noch, habe ich mich so ein bisschen dran gewöhnt, aber macht auf jeden Fall Sinn. Auch, dass die Sockel drin bleiben oder die Gegenstände in den Platzierungen drin bleiben, ist gut. Ich finde, man könnte das eigentlich sogar erweitern, dass die drin bleiben. Also in dem Beispiel jetzt hier war es ja so, dass wo war es? Ich glaube hier. War es hier gewesen? und ich muss ihn neu reinziehen. Ja. Wenn ich jetzt allerdings die Kategorie wechsle, dann fliegt er wieder raus und ich muss ihn neu. Ja, und ich finde, dass man auch in dieser Kategorie das ruhig drin lassen kann, weil man vielleicht ein Item austauscht und dort den Sockel dann reingemacht hat. Man hat die Runen getauscht und dann will man halt natürlich noch die Verbesserung auch nachziehen, dass man dann den Gegenstand wieder neu reinziehen müsste. Verstehe ich jetzt nicht. Das Thema natürlich, dass es die Anforderungen erfüllen muss, macht für mich Sinn, dass es dann rausfliegt. Also wie gesagt, könnte man das eigentlich meines Erachtens ein bisschen erweitern. Aber da kann man natürlich auch direkt am Gegenstand dann die Attributierung vornehmen. Also das ist jetzt nicht so ein Riesending. Und prinzipiell, wie gesagt, Quality of Life ist nie verkehrt, ja. Gucken wir mal weiter. Ist. Und zu guter Letzt eine Verbesserung, die aus einer Umfrage stammt, denn ihr habt gesagt, ihr wollt wieder alles sehen können und deswegen ist jetzt auch bei fremden Gilden wieder der Meldestatus einsehbar. Und mit Meldestatus meine ich, wer sich zu Kämpfen gemeldet hat und wer nicht. So, jetzt müssen wir nochmal auf... Okay, das ist natürlich auch ganz... Oh, ich habe Juni erwischt, wenn er die Augen zu hat. Sehr, sehr, sehr gut, weil gerade diejenigen, die... ja, die Gildenkämpfe planen, wenn es knapp ist, also gerade je älter die Server werden, wenn man immer wieder gegen die gleichen Gilden halt kämpft, kann man ja die Kampfbeteiligung, also man sieht natürlich die Kampfbeteiligung im Nachgang jetzt der eigenen Gilde, was übrigens auch ein Thema ist, was zwar gut ist, aber jetzt auch ein bisschen nervt, das muss noch verbessert werden, denn das Postfach ist einfach voll mit diesen Nachrichten. Aber wenn man halt genau so ein bisschen vor dem Kampf auch schon, also man kann sich ja den Kampf auch angucken, aber wenn man vorher schon weiß, ein paar Minuten vorher, und es gibt Leute, die gucken sich das an, dass halt 2 von den Top-Spielern gar nicht angemeldet sind, dann ist das vielleicht gleich nochmal eine andere Geschichte und dann muss man sich nicht den Kampf zweimal angucken, um das zu registrieren oder man macht sich einen Screenshot oder sowas. Also es ist definitiv cool, weil ich finde nicht, dass es schlimm ist, dass man das sieht. Viele werden es halt gar nicht nutzen, aber es gibt so ein paar Experten, die das halt gerne nutzen und die freuen sich am meisten, dass es wieder kommt. Behobene Fehler eingehen. Vielleicht hattet ihr das ja auch bei eurer Stadtwache, dass euch dann 0 Gold angezeigt worden sind, als ihr euren Lohn abholen wolltet. Das ist allerdings jetzt behoben, denn das war nur ein visueller Bug. Ein weiterer Ja, das ist behoben worden, es war nur ein visueller Bug. Jetzt ist es ein richtiger Bug, denn ihr kriegt einfach 0 Gold. Außer es ist Reichtumrauferei. visueller Bug ist beim Gildenpad aufgekommen, denn wenn das Maximum in eurer Gilde schon über dem maximal Gildenpad-Level war, dann wurde eure Pad-Stufe rot angezeigt, was ja suggeriert, dass ihr euer Pad nochmal ausbauen müsstet, aber es geht ja nicht, weil ihr ja schon auf der Max-Stufe wart. Das ist jetzt auch behoben. Ein weiterer Fehler, der behoben wurde, bezieht sich auf die Arena-Kämpfe. Denn nach einem Kampf wurden oftmals im Attribute-Tab eines Spielers fehlerhafte Kampfzeiten angezeigt. Und bei der Post verschwindet jetzt auch wieder das Ausrufezeichen, wenn es keine ungelesenen Nachrichten mehr gibt. An der Stelle noch eine Sache, die Mobile betrifft. Und zwar, wenn man in der Arena war und danach auf seinen Charakter geht, dann hatte man immer noch die Arena-Sounds auf seinem Charakter-Tab. Das ist jetzt auch wieder behoben. Und das hatte ich tatsächlich auch auf dem Handy. auf Arbeit. Ich habe mich echt gewundert, ne? Also, gut. Betrifft mich. Gut, dass es weg ist. Die anderen Sachen teilweise betreffen mich jetzt nicht so, dass ich das auf dem Schirm habe, aber bei Fehlern ist eben immer so, es gibt gefühlt immer ein paar Sachen, wo man hofft, dass das drankommt und irgendwann kommt das mal dran. Also, da muss man einfach ein bisschen geduldig sein. Es kommen halt auch immer neue Sachen.
falls ihr alle weiteren behobenen Fehler sehen wollt, guckt mal in die Beschreibung, da ist der Changelog verlinkt, da könnt ihr alles nachlesen. Ja, meine Damen und Herren. Oh nein, da muss ich jetzt noch nachlesen. Wir sind am Ende des Videos. Falls euch solche News-Formate gefallen, lasst uns gerne ein Like da und drückt mal auf den Abo-Button. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald in einem neuen Video auf diesem Channel. Macht's gut, Leute. Oh. Okay, das Outro mit der Flimmerkiste sehe ich zum ersten Mal. Wahrscheinlich gab es das schon länger. Wir liken natürlich mal. Einen Like noch für 1500. Na, es ist schon geil. Also es ist, Juni ist halt auch eine gute Person dafür. Er weiß halt auch, was wichtig ist, wie es zu betonen ist. Er hat das ganz, ja, natürlich ohne seine hauptsächlich ohne seine Witzchen gemacht, die er vielleicht in seinem Video reinschneiden würde. Aber ja, ist schon geil. Und es ist halt das Bestmögliche. Also wer da oder ja, wenn der Hersteller halt über seine eigene Plattform das bringen kann, wie gesagt, ich glaube, das Video so umzusetzen, auch mit der visuellen Gestaltung, und dass es ja auch teilweise visuelle Tipps sind, die ja noch gar nicht im öffentlichen Spiel sind, das zu dem Zeitpunkt der Update-Veröffentlichung auch als Quelle zu bekommen, wo man eben viele Sachen erklärt bekommt, ist perfekt. Man sieht es halt an den Aufrufzahlen, die Reichweite dafür ist da. Und das ist, also, es ist Update 22.7, ja, das fand ich so geil hier im Intro so. Hier hinten sieht man es nochmal. So übelst geil, und dann kommt Update 22.7 und man fragt sich, was war die anderen Updates? Also, ja, wenn da mal hier eine Zahl steht wie 23, eine ganze Zahl oder eine runde Zahl oder so, hoffentlich wird das ja so weitergeführt, dann wird es noch geiler sein. Nee, also top, ein paar coole Sachen auf jeden Fall. Sicherlich mehr, also ich denke, hier gibt es wenig Spielraum für Kritik. Wie gesagt, die ein oder anderen Sachen muss man sich dann in der Praxis anschauen. Ich hoffe, dass es mit dem Gold keine Probleme gibt mit dieser Reichtumsrauferei, was zu, sag ich mal, neuen Exploits führt. Da drücke ich echt uns allen aber mal kräftig die Daumen. Das war's von mir. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.